Loose Watercolor Sunflowers. Man kann es auch alles ein bisschen kompliziert nennen. Wir malen lockere Sonnenblumen. Und während ich euch diese lockeren Sonnenblumen erkläre, gebe ich euch auch ein paar super Tipps mit, gerade für alle, die mit Aquarell anfangen und für alle, die Schwierigkeiten haben, so eine Loose-Technik, also so eine schöne, lockere Blume aufs Papier zu bringen mit Aquarellfarbe. Genau dafür gebe ich euch ein paar coole Tipps und Tricks und bin ganz gespannt auf eure Ergebnisse. Ich würde sagen, los geht's. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr wissen müsst oder die ihr üben müsst, und das sage ich auch wirklich ausnahmsweise müssen, ist das richtige Mischverhältnis von Farbe und Wasser hinzubekommen. Und es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr ganz wässrig und sanft arbeitet, dann wollt ihr wenig Pigment, viel Wasser. Vielleicht wollt ihr aber richtig deckend und dickflüssig arbeiten, dann wollt ihr wenig Wasser und viel Pigment. Und genau das können wir ganz wunderbar bei dieser Sonnenblume üben. Und wir starten direkt mal mit dem Inneren der Sonnenblume. Das ist ja, wenn man sich so eine Sonnenblume anschaut, wirklich ein ganz, ganz dunkles Braun. Unseres wird ein bisschen heller. Und was man vielleicht tendenziell als erstes machen würde, ist Pinsel nehmen, in die Farbe rein, ein bisschen mischen und zack, mit einem schönen, kräftigen Braun einmal aufs Papier gehen. Und da sage ich direkt mal, halt, stopp, auf keinen Fall genau das machen, Pinsel mit ein bisschen Wasser in die Farbe und aufs Papier gehen, sondern wir starten. Wir nehmen uns mit dem Pinsel ein bisschen Farbe, das muss gar nicht viel sein, und ich habe hier so einen kleinen Fleck noch frei. Da tupfe ich mir was rein von der Farbe und dann mische ich mir noch Wasser dazu. Und vielleicht denkt ihr jetzt, oh, das ist ja viel zu viel Wasser, Mia. Nein, ist es nicht. Das ist die zweite, die dritte wichtige Message, die ich euch hier sagen will oder mitgeben will. Wir wollen es so wässrig haben. Man traut sich viel zu oft nicht einfach mal ganz wässrig zu arbeiten. Das sollte aussehen, ja gut, wenn mir das als Kaffee vorgesetzt wird, ich weiß nicht, was ich dazu sagen würde, aber es sollte aussehen wie so eine ganz wässrige Plörre, vielleicht ein bisschen wie so ein Tee oder so von der Konsistenz her. Wenn man Tee verschüttet, könnte es so ähnlich aussehen. Und damit starten wir. Und ihr denkt jetzt vielleicht wirklich, oh Gott, das sieht man ja nichts. Genau das ist Sinn der Sache. Wir arbeiten in Schichten und wir wollen hier nicht super kräftig deckend starten. Also ich habe hier wirklich diese wässrige Konsistenz auf meinem Pinsel. Wässrig heißt nicht, dass mein Pinsel überladen ist und tropft, sondern einfach, dass das Mischverhältnis von Farbe und Wasser einfach wässriger ist. Ich hoffe, das macht alles Sinn. Und damit starte ich jetzt direkt. Und das ist fast, wenn ich hier so eine kleine Linie ziehe, ich will mir hier so einen kleinen Kreis vorarbeiten, fast schon zu viel. Also ich gehe hier nochmal in mein Wasser rein, streife meinen Pinsel ab. Man sollte da wirklich fast nichts sehen an Farbe. Das ist wirklich das soll so ein ganz, ganz sanfter, heller Fleck werden. Und da gehe ich dann so ein bisschen rein und verteile das und habe dann so einen hellen, ich hoffe, man sieht es überhaupt mit dem Licht und in der Kamera, habe dann so einen hellen Kreis als Start. Hier unten kommt meine zweite Sonnenblume hin. Wenn es euch hilft, könnt ihr hier so ganz sanft wie so eine Art Kreis vorziehen. Und dann geht es in der Mitte los. Da fülle ich einfach so ein bisschen was aus mit Wasser. Und dann hatten wir eine Sonnenblume, die so leicht schräg ist. Die mache ich gleich als letztes. Ich will nämlich unbedingt ausnutzen, dass das Wasser hier auf dem Papier noch so ein bisschen auf der Oberfläche schwimmt. So kriege ich nämlich meine ersten Verläufe hin. Ich habe also hier 2 schwimmende nasse Flecken. Und dann schnappe ich mir Indischgelb, bisschen Farbe und mische auch hier ganz viel Wasser rein. Wenn ihr jetzt denkt, oh, das ist genug, ich habe schon zu viel, dann mischt bitte mindestens noch 3 Pinselladungen voll da rein. Es soll wirklich eine ganz, ganz sanfte, helle Mischung sein. Ich schaue mal, wie das gleich auf dem Papier aussieht. Vielleicht ist das auch schon wieder zu viel Pigment, zu viel Farbe. Aber ich probiere es direkt mal. Und hier wechsle ich auch das erste Mal meinen Pinsel und schnappe mir meinen Katzenzungenpinsel. Mache den auch nochmal feucht. Also ist jetzt hier super viel, sogar nochmal super viel Wasser im Spiel. Und dann setze ich hier oben an mit wenig Druck, viel Druck, wenig Druck und habe mein erstes Blütenblatt. Und ja, das ist ganz, ganz hell. Was aber gleich passiert, das seht ihr hier vielleicht, das Wasser läuft hier schon so ein bisschen rein und ich habe meinen ersten ganz schönen sanften Verlauf. Ihr müsst für diese Art Blütenblätter keinen Katzenzungenpinsel verwenden, das ist kein Muss. Ich gehe hier auch noch mal ein bisschen hinten nach, weil ich die Blätter ein bisschen spitzer haben will. Aber ich nehme den super gerne, weil der fast schon von allein diese schöne Sonnenblumenform entstehen lässt.
Was euch vielleicht auch auffällt, ist, dass meine Sonnenblumenblätter sehr, sehr kurz sind. Also kurz im Vergleich vielleicht zu anderen Blüten. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, genauso breit oder die Länge vom Kreis, der Radius, es sollten die Blätter auf keinen Fall länger sein. Das ist nämlich was man, glaube ich, irgendwie automatisch macht, ist, dass man denkt, dass so Blätter einfach super lang sein müssen im Vergleich zur Mitte. Aber bei der Sonnenblume ist das ja gerade das Kennzeichnende oder das Bekennzeichnende, dass der mittlere Kreis wirklich super groß ist, also die Blütenmitte. Ich arbeite mich jetzt hier langsam herum und es ist wirklich alles mit ganz wenig Farbe. Und es entstehen hier jetzt schon schöne Verläufe. Manche Blätter mache ich mit Druck, andere zeichne ich mir fast so ein bisschen die Form vor und ziehe dann so ein bisschen runter. Macht das, wie ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr diesen Verlauf wollt, dann solltet ihr versuchen, den inneren Kreis ein bisschen zu berühren. Und dann haben wir, wie gesagt, schon erste schöne, sanfte Verläufe. Und es sieht aus wie so eine Sonnenblume, der man die Farbe entzogen hat. Und hier unten, das ist jetzt, da habe ich blau am Finger gehabt. Naja, passiert. Das ist jetzt, kommen ja noch ein paar Schichten drüber. Das ist jetzt schon fast trocken. Deswegen, also es ist noch feucht und da würden vielleicht noch Verläufe entstehen, aber damit da noch ein paar mehr Verläufe entstehen, gehe ich dann noch mal rein, tupfe da noch ein bisschen Wasser rein und gehe dann in mein schönes Gelb. Hier mischt sich noch ein bisschen eine andere Farbe unter. Das ist gar nicht schlimm. Das passiert einfach manchmal. Ich persönlich mag das, wenn dann einfach dadurch, dass hier noch ein paar Farbreste sind, vielleicht das Gelb ein bisschen kräftiger ist oder so. Why not? Es gibt ja sogar Sonnenblumen, die einfach eine ganz, ganz andere Farbe haben, die so fast schon orangelich aussehen. Bei der hier mache ich zum Beispiel so ein bisschen dickere einzelne Blütenblätter. Und es entstehen nicht überall Verläufe. Und hier, wo die zwei Sonnenblumen aufeinandertreffen, da deute ich nur die Blätter an. Also die hier, die hat die Oberhand, diese Sonnenblume, die ist im Vordergrund und die anderen Blätter, die gehen dann einfach so ein bisschen unter. Und dadurch, dass wir ganz hell arbeiten, ganz wässrig, ist es auch wirklich nicht schlimm, wenn diese Blütenblätter nicht die ideale Form haben oder irgendwie man denkt, die sind ja zu dick oder hinten nicht spitz genug oder was auch immer. Es ist in der Natur, wenn man hinschaut, auch meistens, da ist nichts perfekt, kein Blütenblatt gleich. Und damit ich es noch ein bisschen mehr auflocker, ziehe ich hier noch so ein paar kleine Striche dazwischen. Also ich habe schon mal zwei ganz, ganz helle Blümchen, Sonnenblümchen. Und jetzt mache ich hier noch meine schräge Sonnenblume, die ein bisschen kleiner ist im Hintergrund. Da habe ich wieder meine Mitte. Und dann setze ich da wieder mit Indischgelb und ganz viel Wasser. Und das ist jetzt noch super feucht. Das ist jetzt auch eine Technik. Hier haben wir gestartet und es war nur minimal feucht. Hier ist es super feucht. Was da dann passiert, wenn ich da so Blütenblätter dran mache, ist, dass der Verlauf meistens noch größer ist. Und auch hier passe ich meine Blätter an. Ich mache die genauso lang, wie hier die Mitte ist. Und die an der Seite, die stechen hier so ein bisschen vor. Also kommen so ein bisschen seitlich rum. Und hier tupfe ich dann fast nur noch so ein bisschen was rein. Weil diese Blätter hier vom Winkel, das fällt mir auch immer noch sehr, sehr schwer, das richtig einzuschätzen. Aber da war ein bisschen sehr viel Rot drin. Ihr seht, ich wollte gerade sagen, SHIT happens. Fehler passieren. Diese kleinen Blütenblätter hier, die überlappen so ein bisschen die Mitte. Und diese Sonnenblume ist halt eine kleine, die ein bisschen im Hintergrund ist. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben unsere erste Schicht und die sollte jetzt zumindest ein bisschen antrocknen. Was man da schon schön machen kann, ist auch so ein paar sanfte grüne Blätter. Beim Thema Grün habe ich in meinem Kasten unglaublich viele Grüntöne. Das sind meine absoluten Lieblingsgrüntöne und die findet man auch hier alle auf meiner Mischpalette. Und ich reinige die ganz, ganz selten, diese Mischpalette. Und es ist jetzt natürlich für euch vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich da sage, da sind noch Farbreste, ich habe da ein bisschen gemischt. Aber hier habe ich meistens eher hellere Grüntöne, also Sap Green, Saftgrün habe ich hier mit drin. Saftgrün ist mir aber oft so ein bisschen zu quietschig, deswegen mische ich da dann gern mal das Dusk Yellow mit rein oder was auch so schön ist das
Azo, grün, gelb. Das knallt zwar auch ein bisschen, aber das kann man dann noch so ein bisschen mit einem Ockerton ein bisschen sanfter gestalten. Also probiert ein bisschen herum mit euren Grüntönen. Und auch hier starten wir sowieso erstmal ganz, ganz wässrig. Heißt ganz viel Wasser, wenig Pigment. Das kann dann auch in die anderen Grüntöne reinfließen. Das passiert. Also ich finde, eine schöne Mischpalette sollte irgendwann mal so aussehen. Außer natürlich, ihr habt ein besonderes Projekt, ihr braucht reine Farben, die nicht irgendwie vermischt sein dürfen. Dann könnt ihr natürlich auch mal eure Mischpalette ein bisschen sauber machen. Ich habe jetzt hier immer noch meinen Katzenzungenpinsel und ich ziehe mir gerne, bevor ich ein Blatt ziehe, einfach so einen Strich, damit ich ganz grob die Richtung kenne. Also mein Strich hat mir schon eine Orientierung gegeben. Dann übe ich Druck aus und mache mit kleinen Bewegungen hier so ein leicht zackiges Blatt rein. Das war mir jetzt zu zackig, also gehe ich noch mal ein bisschen rein. Hier kommt vielleicht auch ein Blatt hervor. Hier unten auch. Und auch hier ganz, ganz, ganz wässrig. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn euch das Blatt nicht gefällt oder ihr denkt, oh, das sieht ja einfach aus wie ein grüner Klecks. Das ist wurscht, weil wir gehen da ja eh noch mal mit mehr Farbe drüber oder vielleicht mit Gold zum Schluss oder was auch immer. Also nicht verkopfen. Je heller ihr arbeitet, je wässriger ihr arbeitet, desto entspannter könnt ihr in der ersten Schicht sein, weil wir danach sowieso mit anderen Farben noch drüber gehen können. Anders ist das, wenn ihr so richtig viel Pigment auf dem Pinsel habt, da so richtig kräftig reingeht, dann habt ihr wirklich ein Problem, weil wie wollt ihr das denn abdecken oder wieder lösen oder whatever. So, ein paar Blätter, vielleicht hier noch eins hin. Ich mache auch gerne mal neben ein größeres, einfach so ein kleines Blatt. Und hier vielleicht noch eins hin und dann habe ich wieder das Problem, dass ich nicht aufhören kann. Da noch ein bisschen ganz wässrig, man sieht es kaum und da kommt auch noch ein bisschen was Grünes hervor. Also Schicht Nummer 1, ganz, ganz wässrig. Danach können wir loslegen mit Schicht Nummer 2. Jetzt wollen wir mehr Farbe. Heißt, wir nehmen wieder unseren Braunton, gehen hier in unsere Mischpalette rein und dann können wir hier einfach mal so ein bisschen was reintupfen. Das ist jetzt wirklich viel, viel kräftiger. Ich mache hier auf der linken Seite mit dem Pinsel und der Farbe was rein. Dann nehme ich meinen Pinsel, streife ab, habe jetzt nur noch den Rest Farbe drauf und gehe dann auf der anderen Seite entlang. Und schon habe ich so einen kleinen Schatten. Das mache ich bei einer Blume und dann schnappe ich mir mein Indischgelb auch hier. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Bin ich rein und habe jetzt mehr Farbe. Es ist nicht mehr ganz so wässrig, aber trotzdem gehe ich meistens immer noch mal ins Wasser. Also es kann fast gar nicht zu viel Wasser geben in meinem Gemisch. Und dann setze ich hier an und ziehe mit einer schnellen Bewegung. Und ich habe jetzt meinen Katzenzungenpinsel einmal schräg genommen, also ich nehme nicht mehr die volle Breite, sondern habe ihn einmal gedreht und nehme jetzt die feinere Seite und setze an und ziehe mit 2 Bewegungen da solche Blätter hervor. Und die sitzen nicht genau auf den anderen Blättern. Also es ist jetzt eine Sonnenblume. Es gibt bestimmt auch unterschiedliche Sonnenblumenarten, die viele Blätter hat, die so ein bisschen fast gefächert nebeneinander her auftauchen. Und ich gehe auch hier über mein grünes Blatt drüber. Das finde ich gar nicht schlimm. Und wenn ich merke, oh, das ist mir nicht genug Farbe, dann kann ich immer noch mal justieren. So, und hier ist jetzt endlich ein schöner Verlauf entstanden und habe ein bisschen Farbe rausgezogen aus meiner Mitte. Und dann drehe ich mir mein Blatt, macht es euch schön einfach, gerade bei solchen Blüten, die rundherum gehen, dreht euer Blatt Papier. Das dürft ihr machen. Macht es euch so einfach wie nur möglich. Noch hier, noch eins dran. Hier eins dran. Und hier noch ein großes Blatt dran. Vielleicht hier noch so ein paar feine dazwischen. Einige Blätter sind auch, da ist auch ein Weißraum drin, also kein kompletter Weißraum, weil dahinter habe ich ja noch das helle Gelb. Aber so vom Blattverlauf her oder vom Blütenblattverlauf sind da ab und zu auch ein paar Weißräume drin. Auch das kann man, sollte man, muss man fast üben, dass man lockerer wird und sich angewöhnt, nicht alles perfekt auszumalen, sondern eben solche Weißräume zu lassen. Jetzt haben wir gleich unsere zweite Sonnenblume, ist eine tolle Übung. Also wieder unser Burnt Umber. Einmal hier auf die linke Seite ein bisschen kräftiger, auch da tupfe ich so ein bisschen vor mich hin. Dann ins Wasser rein, abstreifen und dann
mit dem Pinsel ohne neuer Farbe so ein bisschen nach außen gehen. Wenn ihr denkt, oh, das ist mir zu hell, könnt ihr trotzdem jederzeit auch mit ein bisschen mehr Pigment, also mehr Farbe zum Beispiel, direkt reingehen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Probiert euch da so ein bisschen aus. Auch da mache ich das direkt noch, wenn es feucht ist. Und dann geht es wieder ab mit unserem Indischgelb. Wasser mischen und los geht's mit unseren Blütenblättern. Wenn das Ganze noch schön feucht ist, wenn ihr Verläufe haben wollt, dann wirklich darauf achten, dass das Ganze noch schön feucht ist. Kann sein, dass ihr die nicht mögt, dann müsst ihr warten, bis es trocken ist. Das muss ich auch gleich bei der nächsten Schicht machen, weil ich will natürlich nicht, dass alles super, super arg verläuft. So. Hier mache ich jetzt einfach so einen kleinen Tupfer hin, weil man ja gar nicht mehr sieht, das Blatt gar nicht mehr so richtig sieht. Und dazwischen vielleicht auch noch einfach so ein paar kleine Strichle. Habe ich schon meine zweite Schicht, meine zweite Blume, natürlich auch noch Nummer 3 hinterher. Die 3 Blümchen jetzt habe, dann kann ich mich wieder an ein paar Blätter wagen. Ich gehe meistens da, wo ich schon ein Blatt habe, einfach noch mal so ein bisschen drüber. Hier ist auch alles so ein bisschen verlaufen vorher. Da kann ich jetzt ein bisschen besser Form reinbringen. Hoffentlich. Schauen wir mal. Es ist auch immer ein bisschen Abenteuer. Wie Bob Ross immer so schön gesagt hat, happy little accidents. Es passieren manchmal einfach kleine Unfälle. Manchmal sind sie nicht ganz so happy und man ist eher frustriert. Aber wir sollten sowieso immer bis zum Schluss warten, was am Ende bei rumkommt. So lasse ich das jetzt, wobei hier könnte noch ein bisschen kräftiger ein Blatt rein. Und jetzt muss ich das hier erstmal trocknen lassen, bis ich weitermache. Weil ich jetzt nämlich gleich die letzte oder die fast letzte Schicht drauf machen will, mit ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen Highlights setzen. Und wenn ich da jetzt wieder reingehe in das Feuchte, dann wird es noch mehr zerlaufen und das ist mir dann fast ein bisschen zu viel. Die Verläufe, die ich jetzt habe, die gefallen mir super gut. Und die nächste Schicht sollte auf einem trockenen Untergrund stattfinden. So, das Ganze ist nun trocken. Ich fasse einmal drüber. Also ganz leicht ist es tatsächlich sogar noch feucht. Das ist in dem Fall ein Zeichen von gutem Papier, dass es lange die Feuchtigkeit hält und ihr lange mit den Farben und Pigmenten noch spielen könnt. In dem Fall wollten wir, dass es trocknet. Das ist jetzt trocken. Und jetzt geht es an die 3. Schicht. Ich habe hier gesehen, bei dieser kleinen seitlichen Blüte habe ich vergessen, nochmal so ein bisschen ein Highlight in die Mitte zu setzen. Das mache ich jetzt. Einfach dafür umso kräftiger. Heißt, wir gehen jetzt in unsere Farbe rein, nicht direkt mit der Farbe in die Blüte, aber wir mischen sie in die Palette und haben dann hier wirklich ja, eine sahneartige Konsistenz. Die erste Konsistenz war eher wie Teewasser, wirklich ganz, ganz viel Wasser, wenig Farbe, wenig Pigment. Und jetzt wird es so ein bisschen dickflüssiger, leicht sahniger. Wenn ihr so ein bisschen einen Vergleich wollt, Jenna Rainey, die wundervolle Aquarellkünstlerin aus den USA, die hat auch so eine Abstufung. Ich vergesse es immer. Von Tee zu Kaffee, zu Milch, zu Sahne, zu Creme, zu Butter. Irgendwie so in die Richtung. Also daran vielleicht ab und zu mal denken. Was ich hier mir auch so ein bisschen reinmische, ihr könntet ein bisschen Schwarz mit reinnehmen, obwohl ich Schwarz sehr, sehr ungern, sehr, sehr selten nutze. Ich nehme viel, viel öfter statt einem Schwarz einfach das Indigo und mische mir das unter, weil das wirklich in ganz buttriger Konsistenz aussieht, wie Schwarz fürs Auge. In dem Fall habe ich mir jetzt ein bisschen Oxidschwarz mit untergemischt, dass wirklich die Mitte schön dunkel wirkt, wie es eben bei so einer Sonnenblume ist. Das könnt ihr also auch gerne machen und dann hier schon mal leicht reintupfen und wie bei allen Schritten, bei allen Blütenmitten vorher einmal dann abstreifen
und so ein bisschen die Farbe hier rausziehen. Dann haben wir nicht so einen radikalen, dunklen Kern, sondern haben so einen sanften Verlauf in der Mitte unserer Sonnenblume. Und auch hier lasse ich immer wieder kleine Lücken, kleine Weißräume, dass das einfach ein bisschen lockerer aussieht. So haben wir also unsere ersten beiden Blümchen. Jetzt habe ich ausnahmsweise mal mit der hier unten weitergemacht. Und jetzt geht es ab in unser Indisch-Gelb rein. 1, 2, 3. Ich lade mir da wirklich Farbe auf. Also das ist auch eine Sache, man traut sich nicht, die Farbe aus dem kleinen Näpfchen in unsere Mischpalette zu mischen. Man ist da oft ängstlich und nimmt so ein ganz kleines bisschen raus. Traut euch da viel, viel mehr, die Farbe wirklich zu verwenden. Wir haben also richtig schön Farbe auf dem Pinsel. Und dann gehe ich hier nochmal drüber. Da ist jetzt ein schöner Verlauf entstanden. Wie gesagt, wenn ihr das nicht wollt, dann unbedingt warten, bis das trocken ist und dann erst die Blütenblätter dran setzen. Ich mache jetzt nicht alle Blütenblätter. Ich mache manchmal auch wirklich nur so eine Hälfte. Bei der schließe ich das Ganze noch und habe jetzt hier nochmal mehr Weißraum. Wenn ich jetzt hier nämlich alle Blütenblätter, so wie am Anfang, komplett ausgefüllt drumherum machen würde, würde das einfach wie so eine dritte Farbschicht so ziemlich radikal drüber gesetzt sein. Und ich will ja, dass es irgendwie verspielt wirkt. Heißt, ich setze manchmal nur einen dicken Strich und daneben ganz sanft einen dünnen. Und so wirkt das Ganze noch ein bisschen verspielter. Hier auch, da drehe ich mir mein Blatt Papier so ein bisschen. Einmal ein dicker Strich, daneben ein dünner. Hier vielleicht nur 2 dünne. Hier auch nur ein dünner. Und dann ist diese Sonnenblume fast fertig. Also erste Schicht ganz viel Wasser, ganz, ganz hell, wie so ein Pastellgelb. Nächste Schicht kräftiger und jetzt die dritte Schicht, wirklich ganz viel Pigment und weniger Wasser. Und das Ganze aber ein bisschen vorsichtiger im Einsatz, sozusagen. Ich hoffe, das ist alles verständlich, was ich hier erkläre. So, das Ganze mache ich hier drüben auch nochmal. Hier habe ich jetzt ein bisschen sehr dollen Verlauf. Ich lasse das jetzt so, wenn ihr das nicht wollt, könntet ihr euch auch ein Tuch nehmen und einfach mit dem Tuch reintupfen. Und hier versuche ich jetzt mal die braune Mitte da so ein bisschen zu vermeiden. Das also diese Sonnenblume und dann folgt hier oben Nummer 3 und dann lasse ich es, dann kommen erst die Blätter und dann lasse ich es wieder trocknen. Blättern habe ich jetzt festgestellt, reichen mir diese beiden Schichten schon und ich möchte da noch ein bisschen mehr Kontur reinbringen, noch ein bisschen mehr klar machen, das sind Blätter, auch wenn man das natürlich sieht, weil grüne passende Blätter zur Sonnenblume und möchte jetzt keine dritte Schicht, sondern nehme mir meinen Rundpinsel, meinen 4er Rundpinsel und mische mir jetzt so ein bisschen kräftiger die Farbe, auch hier also wieder ein bisschen weniger Wasser, mehr Pigment, mische mir jetzt, was mische ich mir denn? Ich glaube wieder ein bisschen Saftgrün, was ich auch sehr, sehr, sehr mag, weil es eine granulierende Farbe ist, das Dämmerungsgrün von Van Gogh. Heißt, da bilden sich so kleine Pigmentgruppen. Da habe ich auch ein YouTube-Video zu, falls ihr euch das anschauen wollt. Da geht es um granulierende Farben, was die so können. Damit mische ich mir jetzt also einen kräftigeren Grünton und dann fahre ich so ein bisschen die Umrandung der Blätter vorsichtig nach. Es ist hier alles so ein bisschen locker, heißt, ich will da nicht ganz genau auf jede Linie achten, dass das alles passt, aber so eine Blattader in die Mitte und hier noch so ein paar sanfte Linien dran. Das muss auch nicht alles genau treffen, das kann auch mal so ein bisschen am Blatt vorbeigehen. Das ist vollkommen in Ordnung, also eher so ein bisschen locker lassen. Aber ich will den Blättern einfach noch ein bisschen Kontur geben und deswegen mache ich das jetzt hier direkt schon mal. Falls ihr dabei in ein noch feuchtes Blütenblatt trefft, finde ich das total schön. Ich erzwinge das jetzt nicht, aber wenn es passiert,
Freut euch drüber, freut euch, dass da ein schöner Verlauf entsteht und lasst es auch so ein bisschen zu, weil das gehört auch zum Loose-Stil dazu, dass da einfach mal ein paar Verläufe entstehen, die man vielleicht vorher gar nicht wollte oder die man vielleicht hat gar nicht kommen sehen. Ich finde, das ist das Schöne daran. So, ich mache das auch nicht bei allen Blättern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch geworden, egal. Das hier oben noch ganz, ganz locker. Auch hier arbeite ich eher schnell und gar nicht so genau, sondern ja, einfach so ein paar Blätter. Manche lasse ich auch komplett frei, manche habe ich von der ersten Schicht einfach so gelassen. Sieht aus wie so ein kleiner, zarter, grüner Tupfer und das darf auch genauso bleiben. Und jetzt lasse ich das Ganze wirklich nochmal komplett trocknen, weil ich jetzt zum Abschluss noch ein paar goldene Highlights setzen will. Ich habe hier bei diesem Versuch in das feuchte Gold reingekleckst. Könntet ihr auch machen, wenn ihr wollt, dass das noch so ein bisschen zerläuft. Dann könntet ihr jetzt, wenn es noch feucht ist, kann ich euch mal zeigen, euer Gold aktivieren. Bei den Van Gogh Farben muss das erst noch kurz aktiviert werden. Heißt mit Wasser rein, mit Wasser rein. Ihr seht es, überall brauchen wir ganz viel Wasser. Das heißt nicht umsonst Watercolor und nicht Trockencolor. Wir brauchen einfach immer viel Wasser. Und bei dem Gold von Van Gogh ist es so, das muss erst ein bisschen aktiviert werden. Heißt mit Wasser ein bisschen rühren. Das ist wie so ein gutes Risotto. Rühren, rühren, rühren. Wenn dann genug Farbe da ist und ihr dann so ein bisschen in eure Sonnenblumenmitte kleckst, wenn es noch feucht ist, dann zerläuft das einfach so ein bisschen. Ich hoffe, das kann man hier gut sehen. Müsst ihr nicht machen. Wenn ihr so einen Verlauf wollt, dann darauf achten, dass es noch im feuchten Zustand passiert. Und jetzt lasse ich es wirklich noch einmal gut durchtrocknen. Es ist alles einmal komplett trocken. Ich schnappe mir wieder meinen 4er Rundpinsel von Van Gogh, nehme mir wieder meine Goldfarbe, wenn die jetzt schon so ein bisschen eingetrocknet ist, beziehungsweise nicht mehr ganz so feucht und butterig ist. Das kann wirklich... Ja, sahnig ist vielleicht das richtige Wort. Das kann wirklich so eine richtig sahnige Konsistenz sein. Dann könnt ihr loslegen und da mache ich was ich ganz selten mache. Da arbeite ich wirklich direkt aus dem Näpfchen, weil ich die volle, reine Goldkraft will. Ich will da kein Wasser drunter mischen. Und wenn ich also die Farbe auf meinem Pinsel habe, dann gehe ich hier nochmal rein und ziehe hier und da, nicht überall, nicht bei jedem Blütenblatt, aber ziehe hier und da einfach noch so ein paar goldene Highlights rein. Ist auch kein Muss. Ich persönlich liebe es einfach, wenn das dann einfach so schön schimmert. Und deswegen gibt es hier und da ein paar, ja, ich wiederhole mich, ich weiß, goldene Highlights. Ihr könntet hier auch noch so ein bisschen reintupfen, wenn euch diese Kleckse vorher im Feuchten nicht genug waren. Kann man da auch noch wie so eine Art Schimmer reinsetzen. Das bleibt euch überlassen, wie sehr ihr Goldfarbe mögt. Vielleicht sagt ihr auch, nee, meine Sonnenblumen sollen total natürlich bleiben, ohne goldene Highlights. Dann könnt ihr das natürlich weglassen. Je nachdem, mit wie lange ihr eure Farbe wirklich angemischt habt. Wenn ihr da viel Wasser nehmt und das gar nicht so sehr aktiviert habt, dann könnt ihr da auch wirklich so über so ein Blütenblatt gehen und wie so eine Art Schimmer nur drüber setzen. Wenn ihr das richtig gut, kräftig durchgemischt habt und aktiviert habt, dann deckt diese Goldfarbe auch ordentlich. Und das habe ich hier gemacht. Deswegen ziehe ich hier wirklich nur hin und wieder so ein paar Striche einfach raus, dass da einfach ein paar goldene Highlights sind. Weil ich hier jetzt diese Klecksis gemacht habe, mache ich die hier oben natürlich auch. Das sehe sonst ein bisschen komisch aus, aber ist wie gesagt kein Muss. Ein bisschen vor mich hintupfen und das mache ich auch nur auf einer Seite, wie so ein Schatten auf dem Mond oder so. Also es soll wirklich nicht komplett Gold sein. Dann wirkt es vielleicht ein bisschen komisch. Bei mir ist das einfach so ein bisschen sichelartig auf der linken Seite. Hier noch was dran und weil ich Gold so sehr liebe und diesen Schimmer so sehr liebe, setze ich auch noch in manche Blätter oder manche Blattadern ganz sanft noch so ein paar goldene kleine Striche. Müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr kein Gold mögt, dann lasst ihr das, aber ich persönlich liebe Gold. Ich bin ein Goldmensch. Hier mache ich das auch in so einem Blatt, was vorher noch gar keine Blattadern hatte. Hier vielleicht noch so ein bisschen rein. Ihr könntet auch ein komplettes goldenes Blatt euch einfach dazu malen. Das könnte auch ganz, ganz schön aussehen. Tobt euch da aus, wie ihr möchtet. Und bei mir kommt zum Schluss einfach immer noch Kleckse drüber. Auch hier Pinsel vollgeladen mit Wasser und Gold. Und dann klopfe ich mit meinem Finger kräftig drauf und dann entstehen die goldenen Sprenkel. Und tada! Ihr habt
wunderschöne Loose Sonnenblumen. Kleines Recap, wir hatten mehrere Schichten. Die erste Schicht super wässrig, super hell. Dann die zweite Schicht mit mehr Pigment, aber trotzdem noch viel Wasser. Die dann ordentlich trocknen lassen und dann sogar noch eine dritte bzw. eine vierte goldene Schicht. Wir haben also 4 Schichten, 3 Sonnenblumen, viele Blätter, viel Gold und Glitzer. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen und vor allem hoffentlich mitzumachen.